Hallo Holzfreunde! Wollt ihr sehen, wie man mit einer Kappsäge präzise Überblattung macht? Dann bleibt dran! Eine Überblattung ist die optimale Verbindung für einen Rahmen. Die Rahmenteile kann man damit wunderbar rechtwinklig später zusammenfügen. Wofür ich den Rahmen baue, seht ihr am Ende des Videos. Zuerst zeichne ich alle Überblattungen an. Alles, was später weg soll, markiere ich. Was du brauchst, ist auf jeden Fall eine Kappsäge mit Anschlag. Mein Anschlag gibt ein wenig nach, deswegen darf ich nicht zu viel Druck aufwenden. Da wir die Überblattung nur bis zur Hälfte schneiden, brauchen wir ein Opferholz. Das Sägeblatt kann sonst nicht bis zum Ende schneiden. Zuerst mache ich ein paar Testschnitte. Dazu nehme ich ein Holz, was die Abmaße meines späteren Rahmens hat. Jetzt stelle ich den Anschlag so weit ein, dass das Holz genau bis zur Mitte gesägt wird. Nun säge ich den ersten Schnitt knapp an der Linie entlang und führe das Holz um Sägeschnittbreite vorwärts. Schon ist die erste Überblattung fertig. So, passt super gut. Wenn es nicht so passt, könnt ihr jetzt noch nachsägen.
Mit der Überblattung habe ich die Türen des Kaninchenstalls gebaut.